Also, es ist 18:15 Uhr, wir starten mit der kleinen Verspätung, 4. Stunde. Wir haben zwar etwa noch 5 Leute, die noch reintröpfeln. Es ist noch irgendwo im Stau auf der A1. Genau. Ja, oder führen auch. Oder da führen, genau. Hochdeutsch. Entschuldigung. Herzlich willkommen bei uns hier in Bern-Belp in der Schweiz. Herzlich willkommen zu diesem Feierabend-Event, den wir heute Abend gemeinsam haben. Schön, dass so viele Menschen sich angemeldet haben. Danke für die Anmeldung, danke, dass ihr gekommen seid und danke auch für die, die per Livestream mitschauen. Das freut uns sehr. Mein Name ist Joel Ohm. Ich bin stellvertretender Leiter von We Love You. Da drüben ist der Leiter We Love You, Mario Hemmi. Genau. We Love You ist eine Agentur für Unternehmenskommunikation und wir bieten auch nebst den Dienstleistungen der Jordi AG, was vor allem Produktion ist, bieten wir Wissensvermittlung an in den verschiedensten Facetten. Uns liegt am Herzen, dass wir Seminare, öffentliche Seminare anbieten können und auch Firmenschulungen, wie auch solche Feierabend-Events, die gratis besucht werden können. Genau. Aber heute Abend geht es um das Thema, wie können wir Redaktionsabläufe vereinfachen, respektive heute Abend ist etwas ganz speziell, es ist kein Verkaufsevent. Und ich denke, das ist etwas sehr Spezielles. Es geht nicht darum, dass wir ein Produkt verkaufen, wir machen eine produkteneutrale Übersicht über die Redaktionssysteme, über Publikationssysteme, über Möglichkeiten, die wir haben zum Publizieren. Also alles, was gezeigt wird, zählt nicht die Folien, wie viel von welcher Software gezeigt wird. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, was haben wir für Möglichkeiten. Genau. Bevor ich das Wort an unsere beiden Experten gebe, möchte ich gerne euch beide kurz vorstellen. Hermann Ulrich ist bei We Love You seit Februar verantwortlich genau für diesen Seminarbereich. Er ist Trainer, Berater und Speaker. Seine Leidenschaft, wenn ihr ihn kennt, seine Leidenschaft ist Publishing, ist genau dieses Thema. Sein Wissen, seine Tipps und Tricks gibt er täglich weiter, täglich mehrmals weiter auf dem publishingblog.ch. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann loggt euch mal da ein. Brad Kizner von MEI, einem Softwareunternehmen aus Philadelphia, USA. Er ist der Chef der Softwareentwicklung, genau, des ganzen Hauses MEI. Und MEI entwickelt beispielsweise das TruEdit, worauf ihr sicherlich auch gespannt seid, das zu sehen. Es ist uns eine Ehre, dass Brad Kizner heute da ist. Noch eine wichtige Info, eben dieser Event wird live gestreamt, aber keine Angst, euch sieht man da nicht. Auf dem Video, genau. Ihr könnt das Video auch nachträglich noch anschauen, wenn ihr irgendetwas noch nachschauen wollt. Das dürft ihr gerne tun. Irgendwann werden wir dann den Livestream stoppen und dann haben wir die Möglichkeit, Brad Kizner und Hermann Ulrich ganz für uns zu haben. Wir können Fragen stellen. Vielleicht haben wir sogar die Möglichkeit, irgendwelche coole Features der Zukunft zu sehen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, was da alles noch kommt. Genau, aber wir sind sehr gespannt darauf. Und dann am Schluss gibt es Zeit für Austausch, Diskussion und wir haben auch ein Apero für euch bereit. Das ist dann im unteren Stock. Da könnt ihr dann austauschen, netzwerken und so weiter. Und nun übergebe ich das Wort
dir, Hammer. Danke. Ich bin gespannt, ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank. Kurz zur Agenda. Zuerst mache ich eine kleine Einführung der unterschiedlichen Levels der Redaktionsworkflows und dann gehen wir mit einfachen Mitteln rein ins redaktionelle Arbeiten und werden immer komplexer. Das Level 1 ist dann wirklich banal, aber extrem effizient. Wordsflow, ein Plugin, ein anderes Plugin, Docsflow, das Google Docs und InDesign verbindet. Und dann Level 3 ist dann Brad's Part, das ist dann TruEdit. Er ist der Papa von TruEdit und darum finde ich den so cool. Dann Level 4, wenn es noch weiter geht, zum Beispiel mit InDesign Server. Da haben wir mit Brett das Glück, dass die Firma MEI eigentlich alle relevanten Redaktionssysteme integriert. Also das ist K4, das ist Woodwing und TruEdit, alle aus dem gleichen Haus. Und Brett hat alles im Griff, das ist das Tolle, da kann man gut Quervergleiche machen. Und dann, wie Joel gesagt hat, müssen wir kappen, euch leider zu Hause. Und dann gibt es NDA-Information. Vielleicht wird es jetzt etwas länger als bis 20 Uhr dauern, weil wir zu spät angefangen haben, aber darum gebe ich jetzt gleich Gas. Das Bild begleitet mich seit einem Jahr oder 2 Jahren, und zwar habe ich mal ein Zitat gelesen: Du kannst eine Welle nicht stoppen, aber du kannst lernen, sie zu surfen. Also du kannst eine Welle nicht stoppen, du kannst Cloud-Publishing nicht stoppen, aber du kannst lernen, es zu surfen, für dich zu nutzen, die Kraft. Und das ist genau das Ziel von heute. Im digitalen Publishing haben wir jetzt die dritte Welle, die dritte so extreme Welle. Das war die erste Welle, die Satzanlage. Wer kann sich erinnern an die Satzanlage? Ich auch. Also die so grau sind. Also das Große der Satzanlage war alles zentriert, Großrechner, alles schön normiert. Und dann kam die Gegenbewegung, das war das Desktop-Publishing. Da war das Große weg vom Zentralen, jeder hat seinen Rechner, ich habe die meisten Systemerweiterungen, darum bin ich cooler als du, so diese Zeit. Und die Zeit ist vorbei. Für mich ist Desktop-Publishing vorbei. Und was wir jetzt haben, dem sage ich Cloud-Publishing. Ich weiß nicht, ob das ein offizieller Begriff ist, ich finde es einfach cool. Und mein Beispiel für Cloud-Publishing, wie Publishing in der Zukunft aussieht, ist eben TruEdit. Das ist das erste wirklich Cloud-basierende System zum Produzieren, auch mit InDesign. Jetzt, Joel hat gesagt, es gibt nicht einfach die Lösung und wir wollen auch keine Lösung verkaufen, das ist der Vorteil, den wir haben. Und wir haben uns mal überlegt, Joel und ich, wie können wir so die gängigen Redaktionsabläufe positionieren, so auf einem Radar. Wir haben gesagt, ja, ein Kriterium könnte sein, ich will totale Designkontrolle haben und das Gegenteil von Designkontrolle ist Automation. Also wenn jetzt eine Lösung rechts wäre, dann wäre sie sehr stark automatisiert und hier hätte ich halt pixelgenaue Layout-Möglichkeiten. Dann vertikal, wenn eine Lösung ganz oben ist, ist der Workflow gemanagt. Ui, das ist Deutsch. Und unten ist die Zusammenarbeit völlig frei. Jetzt habe ich mal alle Lösungen, die wir heute sehen, auf diesen Radar positioniert. InDesign und Word. Ganz unten natürlich, nichts automatisiert, dafür maximale Designkontrolle. InDesign und Workflow, wo ich halt InDesign-Layouts mit Word online verbinde. Schon etwas mehr Workflow. Dafür muss ich mich an gewisse Regeln halten. Darum etwas mehr Automation, etwas weniger Designfreiheit. InDesign und InCopy, da sind die Workflows klar vorgegeben von Adobe, wie man arbeiten muss. InDesign und Docsflow. Docsflow ist eben die Lösung, wo ich InDesign mit Google Docs verbinde. InDesign und TruEdit ist das erste wirklich managte System, wo ich einen Workflow habe, wo ich Status habe, wo ich Aufgaben zuweisen kann und so. Und
das zeigt ein Brett aus in der Praxis. Und dann die InDesign-Server-basierenden Systeme wie K4 oder Enterprise. Das System von Woodwin heißt einfach Enterprise, darum steht es da so drauf. Ich glaube, jetzt kommt die fürchterliche Folie, genau. Die Folie könnt ihr sicher nicht lesen, vor allem ihr zu Hause sicher nicht. Aber wenn ihr wollt, können wir die euch zustellen als E-Mail. Macht einfach eine E-Mail an Joel oder mich, dann habt ihr diese Folie. Was wir hier gemacht haben, das war eigentlich ursprünglich für uns intern, haben wir mal all die gängigen Lösungen aufgeschrieben und dann haben wir geschaut, wie lange brauchen wir, bis diese Lösung läuft mit dem Anwender zusammen, was kostet das Ding und was sind typische Anwendungen. InDesign und Word, da brauche ich InDesign und eine Office-Lizenz und da sind sicher Akzidenzen geeignet und ab sobald irgendwie automatisiert sein muss, ist das sicher nicht die Lösung. InDesign und InCopy brauche ich halt InDesign und InCopy. Das Traurige ist, dass InCopy so teuer geworden ist seit Creative Cloud. Ist dieser Workflow zum Teil gar nicht mehr so spannend. Für wiederkehrende Publikationen. Und dann InDesign und Workflow. InDesign und Workflow zeige ich dann gleich in der Praxis. Braucht ein Plugin zu InDesign, kostet 300 Franken. Und dann kann ich Excel und Word mit InDesign verbinden. Docsflow, das gleiche wie Workflow von der gleichen Firma, aber jetzt nicht Verbindung zum Office, sondern Verbindung auf die Google Cloud. Dann InDesign und TruEdit. Das erste wirkliche Redaktionssystem auf dieser Tabelle. Ab gut 3000 Franken pro Jahr. Was da wichtig ist, das Hosting, die Wartung, Support ist dabei, auch das Plugin Workflow ist dabei. Braucht natürlich noch eine InDesign-Lizenz und eine Office-Lizenz. Verteiltes Arbeiten, komplette Infrastruktur mieten. Also meine Idee ist zum Beispiel, ich will keine IT selber betreiben, ich will das alles zur MEI auslagern. Wenig Initialkosten, weil eigentlich keine Initialkosten, einfach die Einrichtung. Dann spannend wird es, weil es das erste System jetzt ist in dieser Tabelle, Anbindung an Drittsysteme wie CMS, Digital Publishing Suite, was auch immer. Und dann InDesign, K4 und Enterprise. Initialkosten mehrere 10.000 Franken und pro Jahr noch ungefähr 10.000 Franken. Vielleicht kannst du da noch was sagen, Dieter, du bist ja K4 Integrator. Also es gibt es einfach zu kaufen, es gibt es zu mieten und die Preise sind zu hoch. Dann bezahlen wir zu viel, weil ich habe es auch einen Vertrag mit euch gemacht. Ja? Ihr habt Ja, für uns keinen Vertrag. stimmt nicht ganz. Ja, aber lass es so stehen. Ja, das die InDesign-Server-basierenden Systeme. Im Moment kann man eben TruEdit und diese anderen Systeme noch gut unterscheiden. Wenn dann die Kamera weg ist, wissen wir dann mehr. Workflow. Ich mache jetzt mal die Workflow-Demo. Genau. Ein InDesign-Template und was ich jetzt mache, ich platziere mir eine Datei über Workflow. Im Dateimenü habe ich dieses Workflow drin und sage da Place mit Workflow und suche da meine Excel-Datei, das ist diese Tabelle. Halte die Shift-Taste gedrückt, damit ich die Import-Optionen erhalte. Sage ich möchte eine unformatierte Tabelle. Und ich will ein bereits existierendes Tabellenformat zuweisen. Ich ziehe das da. Mache das vielleicht etwas breit. So. Und das Coole ist jetzt, ich muss da kurz meine Taschenlampe holen. Hier haben wir so ein neues Symbol, so ein W.
WF, das heißt eben Workflow. Dieser Textraum, diese Textverkettung ist von Workflow verwaltet. Wenn ich zu meinen Verknüpfungen gehe, habe ich da eine Bildverknüpfung. Das ist halt eine Verknüpfung auf ein Excel-File. Und das Coole ist jetzt, dass ich in Excel dieses File öffnen kann. Das ist diese Tabelle. Und da welche Änderungen mache. Das abspeichere. Das wäre jetzt wie eine neue Version, die vom Kunden kommt, per E-Mail oder per Dropbox oder per was auch immer. Gehe zurück zu InDesign und Workflow sagt, schau mal, da ist ein Update zu machen. Ich klicke drauf und das Update ist gemacht. Das ist, wenn ich Geld hätte für nur ein InDesign-Plugin, dann wäre es Workflow. Das ist so overheißt, das Ding so extrem zuverlässig. Ich habe immer so eine Testtabelle mit 10.000 Zellen und mit der teste ich das Ding immer aus. Es rechnet eine Viertelstunde bei Updates, aber es funktioniert. Geht es auf den Platz? Bidirektional? Kommt gleich. Gut, was wollte ich noch sagen? Genau, wie machen die das? Die betten das Excel-File ins InDesign-Dokument ein und wenn ein Update kommt, bilden sie das Delta, sie schauen, was ist da gegangen und das daten sie ab. Müssen sie so durch. Genau. Was super cool ist, seit Workflow 2, das ist jetzt gerade knapp ein Jahr auf dem Markt, kann man auch das Gegenteil machen, also eine Story exportieren. Ich bin jetzt da in InDesign, habe meinen Textcursor gesetzt und sage, ich möchte gerne da Export with Workflow. Also ich möchte jetzt eine Word oder OpenOffice oder Text oder RTF-Datei exportieren und die natürlich gleich verknüpfen. Ich nehme jetzt Word, da kommt das Workflow-Icon und das ist so cool, mein Word kann Word nicht öffnen, muss ich immer beschreiben. Office. Need Windows. Yes, your tablet. Do you have it? Yes. You? Maurer, sagen wir mal, Bundespräsident Dachdecker, ist nicht Maurer. Speichere. Zurück nach InDesign. Und Update, Dachdecker. Da sage ich, kommt eine Frage, Olaf. So. Und was jetzt cool ist, in den Verknüpfungen kann ich jetzt rein und ich kann das verlinkte Word-File updaten. Also ich sage da Update a linked Document. Da. Und wenn ich das jetzt wieder in Word öffne, so ist die InDesign-Änderung gemacht und wieder in Word. Word-Dokumente gehen bidirektional, so wie ich es jetzt gezeigt habe, und Excel-Dokumente gehen nur rein. Kann ich nicht raus aktualisieren. Das Gestörte, was ich herausgefunden habe, ich kann ein Excel-File in einem Word-File einbetten und das verknüpfen mit InDesign, das geht. OpenOffice spielt das eine Rolle? OpenOffice? Ich habe mal die Entwickler, die EM-Jungs gefragt und die haben gesagt, eigentlich ist OpenOffice für sie besser, weil das viel besser dokumentiert ist als Microsoft. Oder sie können einen besseren Filter schreiben. Das ist Workflow und ich gehe weiter zu Docsflow. Wer von euch arbeitet mit Google Docs? 2, 3. Unser Chef natürlich. Aber ihr kennt Google Docs und nutzt es nicht.
Docs-Flow. Ich habe jetzt da Text vorbereitet, der ist verknüpft, eine Seite, Layout, und ich setze den Text-Cursor, nein, ich mache zuerst noch was anderes. Ich zeige noch schnell meine Docs-Flow-Export-Option. Ich habe da bereits so ein Mapping gemacht. Wenn nämlich von Google Docs Normal Text kommt, dann gibt es das Absatzformat Body und so weiter. Das habe ich halt alles bereits zugewiesen. Was ich jetzt mache, ich exportiere meinen Text über Docs-Flow, Export to Google Docs. Ich bin bereits mit meinem Demo-Account angemeldet bei Google Docs. Darum kann ich das dann nur noch exportieren. Und so. Ich könnte da nochmals die Import-Optionen einstellen. Brauche ich nicht, weil ich es bereits gemacht habe. Okay. Jetzt wird es hochgeladen auf die Google Cloud. Da nicht mehr Workflow, sondern Docs-Flow. Und wenn ich bei den Verknüpfungen schaue, habe ich da eine Webverknüpfung. Ein Pfad. Das geht auf das Google Drive. Das heißt, ich gehe jetzt auch ins Google Drive. So, da ist meine Datei. Und was ich jetzt machen will, ist dieses Ding übersetzen für Brett. I will translate it to English for you. Okay. Sag da Translate Document. It's always that perfect. Translate. So, das Ding ist gemacht. Ich will einfach Änderungen zeigen. Das geht's. Und ersetze da den deutschen Text mit dem englischen Text. So. Gehe zurück nach InDesign und da kommt auch schon Docs-Flow und sagt, ich will updaten. So. Und das wäre das übersetzte File. Auch da habe ich die Möglichkeit, über das Verknüpfen-Panel auch wieder auf Google Drive ein Update zu machen. Update Google Docs Document. Wenn ich das Ding da wieder öffne, muss ich da irgendwo dann Hello World haben. Okay. Da ist Hello World. Cool, oder? Das ist wie ein Mini-Redaktionssystem und der Texter muss nicht mal Software haben. Im Browser. Versionen werden gespeichert, alles, was halt Google Docs so macht. Das ist Docs-Flow. Now it's you. So I apologize in advance for my German. You do not want me speaking it. Wir haben uns überlegt, ob ich ihn live übersetzen soll. Ich probiere das mal, weil es doch extrem wichtig ist, was er mitbringt. So everyone thinks of workflow systems as a mechanism to control. You're standing in front of the camera. Oh, So they think of workflow systems as control,
and someone managing it and controlling access to everything. But I like to think of it as more of an acceleration, making it faster, more productive. Die Vision von Brett ist, dass ein Redaktionssystem vor allem Tempo macht. You actually said what I said. So just a little bit about myself and MEI. MEI is a 25-year-old company, originally based doing software for newspapers and magazines. MEI kommt aus der Zeitungswelt her, Workflow-Systeme im Zeitungsbereich. And for a number of years, Adobe was an investor in our company. So we have a very tight relationship with their teams and developing software. Adobe hat auch investiert in MEI, auch Produkte gemacht zusammen mit MEI. And we have customers in 53 countries, so all over the world. And we work with companies and partners like Dieter from Topics. Sie haben über 3000 Kunden in 53 Ländern und arbeiten mit lokalen Partnern wie der Topics zusammen. What's very interesting about us is we develop our own software and we also sell other companies' software. Sie entwickeln selber Software, aber integrieren auch Software. So in addition to TruEdit, we also resell K4 and Woodwing Enterprise. Zusätzlich zu TruEdit integrieren sie auch K4 und Woodwing Enterprise. And these are what I picked some of our US customers, but some of the names you've probably heard of. Das sind einige der US-Kunden, aber sicherlich kennt ihr die auch, die meisten. So let's talk about TruEdit. And to get started, I have a little bit of an animation to talk about what we mean when we discuss cloud workflow. Zuerst sprechen wir über TruEdit und erklärt, was unter Cloud Workflow versteht. So, of course, you have the cloud, and it's not the ones in the sky, but the ones that we use every day. And TruEdit was designed from the ground up to work in the cloud. Du hast zuerst die Cloud, nicht die im Himmel, und die im Web. Und TruEdit, das ist das Spezielle daran, wurde wirklich entwickelt für die Cloud. I like to think of the cloud as actually a little bit of part of TruEdit. So we're going to start our workflow with the project manager. Das Projekt startet mit dem Projektmanager. And they access TruEdit through the web browser. They enter their username and password, and that allows them to then interact with the system. Sie greifen über den normalen Webbrowser auf die TruEdit Cloud zu und das ermöglicht ihnen, TruEdit zu konfigurieren. And through that process, they can create their project and assign jobs to the people who are responsible for performing them. Durch diesen Prozess können sie Jobs anlegen und die bestimmten Personen zuweisen. Throughout the workflow, they'll then have the ability to keep track of who's working on what and where items are in the process. Im Workflow kann man sicherstellen, wer hat was offen, ja, und so die Zugriffsrechte wahrnehmen. Now that we've created our project and assigned our jobs, that enables someone like the writer to come in through the web browser and access their job. Wenn die Jobs zugewiesen sind an Personen, kommt der Redakteur und verbindet sich auch über den Webbrowser mit TruEdit. And they're able to turn that job into a Word document and save it back into the system. Sie arbeiten mit Word und speichern die Word-Datei ins TruEdit-System. Just as an artist can come in, again through the web browser, and turn their job into a Photoshop document. Genau gleich kommen auch die Kreativen und speichern die Photoshop-Datei rein. So now we have the building blocks of our layout, but we actually need the layout. And so we have our designer, and they access TruEdit through InDesign. Jetzt sind die Bestandteile des Layouts da, alle Komponenten. Jetzt kommt der Designer, der Layouter mit InDesign und da gibt es ein Plugin für den Zugriff auf TruEdit.
And they can then access the other elements, like the Word document and Photoshop document, and include them in their layout. Sie können dann diese vorbereiteten Elemente packen und ins Layout ziehen. They can even, as Hema showed us before, make changes to the text and save it back to the Word file in TruEdit, so that the editor will see their changes. Sie können auch in InDesign gemachte Textänderungen zurückspeichern ins Word-Dokument, das auf TruEdit liegt. And what I really like is they can create jobs for items that don't exist yet, and we call that a promise. Was Brett wirklich cool findet, ist, dass die auch Jobs machen können, anlegen können ohne Inhalt, und sie nennen das Promise, also Versprechen. And at any point in time, they can save their changes back to the server so that other people can see it and then respond. Und zu jeder Zeit kann man durch die Änderungen zurück auf den TruEdit-Server speichern, damit alle anderen sehen, was geht. So in that process, the artist turned that promise into a movie that is then incorporated in their layout. In der Praxis hat der Künstler vielleicht das Promise, also das vorbereitete File, mit einem Film gefüllt. And similarly, the writer can access the Word file, make additional changes, which will show up in the layout. Und genau gleich kann der Texter auch sein Word-Dokument editieren, updaten, und das erscheint dann in InDesign. And because this is in the cloud, they can be anywhere in the world. They can be even 40,000 feet in the air. Weil es Cloud ist, geht es halt von überall her, auch 40.000 Fuß in der Höhe. I have tested that. Okay, er hat Erfahrung im Flieger. And at the right point in their workflow, they can create output. And that output may be a PDF, XML, or even a folio file for the digital publishing suite. Für die Ausgabe dann kann TruEdit ein PDF natürlich exportieren, XML, und Richtung Digital Publishing Suite ein Folio. And just as they can with the other documents, they can save those files back to TruEdit so that they can be assigned to other members of their team. Die exportierten Files, man sieht es dort, PDF, XML und Folio, die werden auch in TruEdit verwandt. TruEdit is also integrated with other technologies like the Digital Publishing Suite, so that from the cloud, we can connect to DPS and work with and share our information. TruEdit ist auch mit anderen Cloud-basierenden Systemen verbunden. Dort sieht man die Digital Publishing Suite von Adobe, wie aus TruEdit das DPS Dashboard abgefüllt wird. And that allows us to capture the metadata and the information about our folio and ultimately upload the folio in the background without the user having to wait for those files to be transferred. Sie können dann die in TruEdit verwalteten Metadaten eben direkt in die DPS speichern. So in that little animation, you had a lot of different things going on, and I'm going to show it to you for real. In dieser Animation hat es sehr viele Einzelteile gehabt, und er zeigt jetzt zwei in der Praxis. Ultimately, we allow, in an organized fashion, for team members to collaborate and work efficiently. So, No, it's okay. Okay. So the base anatomy of the system, there is a web-based admin. It's designed for a designer to administer it, not a trained IT person. Die Bestandteile von TruEdit: es gibt das Administrationsdashboard, wo ich den Workflow gestalten kann, und das ist designerfreundlich gemacht, das kann ich bestätigen. There's the web interface for non-InDesign users and the plugin in InDesign for those folks. Web-Client, Webzugang für die, die nicht mit InDesign arbeiten, und dann das InDesign-Plugin, um aus InDesign auf TruEdit zuzugreifen. So we will start in the web browser really quickly. Es startet Brett im Webbrowser. And what I'm looking at is the list of my jobs. So I can see these items that have been assigned to me, and they're either assigned to myself or the group I belong to.
Er hat jetzt auf My Jobs geklickt, das heißt, er sieht nur noch das, was ihm zugewiesen ist oder in der Gruppe, wo er Mitglied ist. And this becomes a very good dashboard to be able to understand what someone's working on and what is needed to be done. Und das gibt eine gute Übersicht, was gemacht werden muss und was da ist zu machen. And we can even see if we click on this promise here that we have communication between users in the form of a note. Wenn ihr auf dieses Promise, auf dieses File ohne Inhalt klickt, habt ihr dort auch Kommentare drin, was gemacht werden muss. And we can see very quickly the status of the job as well. Und wir können sehr schnell den Status des Jobs sehen. So we'll come back to the web client, but we'll go over to InDesign very quickly. Er wechselt zu InDesign. So in InDesign, I have a panel called the TruEdit panel, and this allows me to see the same kind of information. Das TruEdit Panel in InDesign zeigt die gleiche Ansicht wie der Webbrowser. I can organize my jobs into any structure that makes sense to my team. So here I have a folder for corporate marketing. And if I go inside that, I have a project called Adventures. Die Struktur, der Aufbau von diesen Jobs kann völlig frei definiert werden, einfach nach dem Bedürfnis. But most people just care about what they need to do. So I'm going to go to my jobs and I can see the job that's been assigned to me. Die meisten Leute kümmern sich vor allem, was sie tun müssen, und das ist da bei My Jobs und das InDesign-File, das ihr jetzt auscheckt. And I can check it out so that I can work on it, and other members of my team will be able to see that I'm working on this document. Und alle anderen Teammitglieder sehen natürlich, dass das jetzt ausgecheckt ist und nicht bearbeitet wird. And I can even come in here and find other assets like the Word file. Ich kann Place that. auch das Word-File, das dem InDesign-File zugewiesen ist, einfach platzieren über Drag and Drop. We can do the same for the images. Das gleiche für die Bilder, Drag and Drop. And you'll see in this example here, I have a promise. That's what this circle represents. Und in diesem Beispiel sieht man jetzt eben, dass das ein Job ohne Inhalt ist mit dem roten Kreis. And I can place that promise into a frame on the page. Ob schon dieser Job noch keinen Inhalt hat, ist er bereits platzierbar. What you'll see in a few minutes is that when I actually attach a file to this, this is going to replace this promise with the photograph. And Was this, ihr, sorry, was ihr in ein paar Minuten sieht, ist, dass wenn er dann den Promise mit einem echten Inhalt ersetzt, dass es updated wird. and this means I don't have to write a note somewhere to remind myself that I need to do this later. I can set it up, assign it to someone else, and then come back later when the image is placed. Muss ich das nicht notieren, dass da noch was gemacht werden muss. Ich kann den Promise einfach einer Person zuweisen und wenn er zurückkommt, ist das dann gefüllt. So back as the editor now, they can come in Zurück als Redakteur, and check out the file they want to work with. checkt er das Word-Dokument aus und öffnet es dann in Word. They can make their change, Macht Änderungen, and they can check it back in. checkt es wieder ein. All changes are automatically versioned in the system, so there's a full history of every time the file is worked with. Alle Änderungen sind versioniert, sodass man auch zurückspringen kann zu anderen Versionen der Datei. And I have the ability to change the status Und er hat die Möglichkeit, den Status zu ändern and change the assignment. und das Zuweisen der Person oder der Gruppe zu bestimmen. Wer muss was tun als nächstes. You can even attach a note Und er hängt noch eine Notiz an and custom metadata. und füllt Metadaten aus. I will save it back to the system. Und sichert das zurück ins TruEdit. With this promise, I can actually attach a file to it. Mit diesem Promise, ich sage einfach Promise, alles Amt und doof, kann ich also
hängt jetzt ein Bild rein. Das Working File dort. I'll save that. Speichert das. It's going to upload to the server. And I can move the file forward in its workflow. I'm going to say that it's final. Und ändert es den Status auf Final in diesem Bild, das jetzt eben Inhalt hat. And I'll just let the designer know to let me know if there's any problems with the art. Und ich sage dem Designer noch, wenn Probleme sind, einfach melden. So now back to InDesign. Zurück zu InDesign. And at any point in time, I can ask TruEdit to check for updates. Und immer kann ich, zu jeder Zeit kann ich TruEdit fragen, gibt es Neuerungen? And here it's told me it found 2 changes, one to the Word file and the other to the promise. TruEdit sagt auch, ich habe 2 Änderungen gefunden. Eines des Promise und eines des Word. There it is. Gemacht. Any questions so far? So now the workflow moves on. I've obviously compressed what all of you do into a very short amount of time. Jetzt der Workflow ist in Wirklichkeit natürlich komplexer. Ich habe es jetzt komprimiert. And what you have here is very typical, but people work in different ways. Sometimes it starts with a layout and then the editor works on it. Other times it starts with a Word file and then other people come in. Das ist ein typischer Workflow, aber es gibt auch unterschiedliche Workflows. Entweder starte ich mit dem Text vor Layout oder mit Layout vor Text. Very flexible. Sehr flexibel. And just as we saw before, we have the ability, if we make changes to the text, Wie wir vorher gesehen haben, können wir Textänderungen, we can update the Word file with our changes from InDesign. können wir die Änderungen direkt aufs TruEdit spielen. And it wouldn't be a demo if I didn't run into a problem. Es wäre keine Demo, wenn er keine Probleme hat. When I'm ready to output the file, Wenn ich bereit bin, das File auszugeben, rather than have to remember my file naming conventions and where on the server to save the PDFs, I can automate this directly through TruEdit. anstatt mir zu überlegen, wo ich es hinsichern muss, wie es heißen muss und so, kann ich das über die Automation von TruEdit erledigen. And in my case, I'm going to create PDFs, In meinem Fall mache ich PDFs and I'm going to actually save them back to TruEdit. und kann die wirklich zurückspeichern zu TruEdit. And this is a very common workflow for a lot of our InDesign users, Das ist ein, where they will create PDFs for review. das ist ein verbreiteter Workflow für InDesign-Anwender, wenn sie PDFs haben zum Review, zum Freigeben, kommentieren. And in this way, we can then assign these PDFs to other people. Und so kann ich die PDFs jetzt auch Leuten zuweisen. Make sense? Macht das Sinn? All right. Am I going too fast, too slow? Okay. All right. When I'm done, I can check this back into TruEdit. Wenn ich fertig bin, kann ich das wieder zurück zu TruEdit einchecken. And it will upload it to the servers. Das wird auf die Cloud geladen. But knowing that you may go back into this file again, we maintain a local cache. Weil sie annehmen, dass das File wieder geöffnet wird, haben sie einen lokalen Cache der Datei auch. I'm going to try to find a really complicated word to test you. All right. So let me show you another workflow that can be supported. Lass mich einen anderen Workflow noch zeigen. I have inside my TruEdit system here a set of templates. Ich habe in meinem TruEdit ein Set von Vorlagen. And just show some of our details here. Ich blende die Details ein. I have 2 template layouts. One is for DPS and the other is for print. Ich habe 2 Vorlagen, Layouts, eines für die DPS und eines für Druck. And this is
a design that is very straightforward and is used frequently. So rather than have the designer build this by hand, I'm going to copy this into my project, and then we're going to attach the Word file and the images, and you'll see it automatically paginated. Statt das zweimal zu machen, kann ich es duplizieren und die zugewiesenen Word-Files werden auch automatisch rein aktualisiert. So now I have my two copied layouts, Jetzt habe ich meine zwei kopierten Vorlagen plus the copies of the art and the Word file. und die Kopie des Textes und der Bilder. And I could assign these out to members of my team who would submit the artwork and submit the text. Du kannst das anderen Teammitgliedern zuweisen zum Text und Bilder hinterlegen. You don't want to watch me do that. Ihr wollt nicht wissen, wie ich in dieser bediene. So I've got some files here, Ich habe hier ein paar Files. and what I'll do is replace those template items with the real Word file. Was ich mache, ist dieses Vorlagendokument ersetzen mit dem echten Word-File And with the artwork. und auch die Grafik. And you'll notice those circles are changing into documents. That's telling me that they're going from promises to real files. Diese Kreise dort sagen, dass das jetzt nicht mehr Promise sind, sondern richtige Dateien. We'll do this last one. Das letzte. So now, what we want is when I open up that InDesign file, we want to see all of the changes, all of the text and images for those items. Was ich jetzt sehen will, ist, wenn ich das InDesign-Layout öffne, dass eben all die Texte und Bilder aktualisiert werden. So we'll start with the print layout. Wir starten mit dem Print-Dokument. It's downloading. It's downloading all of the linked items. And there you go. Lädt alle verknüpften Dateien runter und da ist das. Now, of course, I have some overset text. I can go and tweak this. Natürlich habe ich jetzt auch Übersatztext, den ich jetzt korrigieren kann. But it saves me just a little bit of time. Also ich kann Zeit sparen ein bisschen. Nein, das ist ironisch. But that Word file and that artwork, I'm using in two different layouts. Aber diese Grafik brauche ich in zwei unterschiedlichen Layouts. So now we'll look at the DPS layout. Jetzt schauen wir aufs DPS-Layout. And we'll see here my copy, Den And Text, images, das Bild. and you'll even see I have a slideshow. And this is a picture of my daughter. Und wir haben sogar eine Slide, eine Dia-Show und das ist meine Tochter. And this one, what is this one? Jellyfish. But you'll see here, very quickly we were able to do that with all of our interactivity already set up. Was ihr gesehen habt, wir können das extrem effizient machen mit aller Interaktivität bereits vordefiniert. It even turned the text into a scrolling frame. Es hat sogar den Text in einen durchlaufbaren Raum geladen. So rather than building the interactivity every issue, I build it once in a template and then just add the content. Anstatt die Interaktivität immer neu zu machen, mache ich es einmal im Template und kopiere es. That cool? Ist das cool? All right. And at any point in time, I can run automations again, but in this case, to talk to the Adobe Folio Producer Service. Und zu jedem Zeitpunkt kann ich Automationen starten. Was ich jetzt mache, ist den Folio Producer, dort wo die DPS-Inhalte gespeichert sind, ansprechen. And very soon, the next version of DPS, which Adobe has decided to call Publish. Und in Kürze kann ich da auch auf Adobe Publish exportieren, das Nachfolgeprodukt der DPS. And now I'm just going to check these both in very quickly and do it. And this is very typical.
what's really nice about this is it's very easy to get started and then tweak it based on the needs for your individual team. Das ist typischerweise sehr einfach, den Einstieg zu haben und dann kann man das fast unendlich anpassen. And we have a lot of customers that produce not just magazines, but brochures and catalogs and annual reports. It's very flexible. Wir haben viele Kunden, die nicht nur Magazine machen, sondern auch Broschüren, Jahresberichte und was war noch? Genau. Any questions so far? Sind Fragen? All right. So the other benefit of being in the cloud is that we can update the software frequently. Ein weiterer Vorteil in der Cloud zu sein, ist, dass wir sehr schnell Updates ausrollen können. A good example of this is it's May now, and we've had 3 feature releases since January. Ein gutes Beispiel dafür ist, wir haben jetzt Mai und das ist der 3. Release mit neuen Funktionen seit Januar. It means my engineers don't sleep, but it also means that we're able to react to the feedback from our customers and quickly add features. Das heißt, seine Entwickler schlafen nie und können sehr schnell auf sehr schnell auf Input reagieren. And the real benefit is that you don't have to worry about installing server software and how that works. And trust me, I don't even want to know. Und der Vorteil ist, dass ich mich nicht selber um die Updates kümmern muss, die Installationen und alles. So since January, this is a small list of some of the things we've added into the product. Das ist die Liste oder ein Auszug aus den neuen Funktionen seit Januar. So the two-way integration with Microsoft Word, leveraging WordsFlow, which we were looking at, is part of the product. Das Word bidirektional Update. We also have the ability to filter for information in the client. So rather than knowing what you need to work on, you can say, find me all of the stories that are due today. Im Web-Client gibt es dynamische Filter, wo man fast wie in der Adobe Bridge sich zusammenklicken kann, was ich aktuell sehen will. Another area we focused on was around user preferences, because I like to look at people's email addresses to know who's assigned to what, but other people want to see the last name and then the first name. Dann haben wir geändert, wie die User erscheinen, ob sie unter dem Namen laufen sollen oder der E-Mail-Adresse. Ich bevorzuge selber die E-Mail-Adresse. It's a small thing, but it's very indicative of how we want to allow the user to work the way that they want to work. Es ist zwar klein, aber beweist, wie ernst wir den User nehmen. We also added access rights to jobs so that you can control who has access to what content. Wir haben auch Zugriffsrechte auf Jobs eingeführt, damit ich bestimmen kann, wer sieht überhaupt was. Now, most people hear access rights and their eyes start to glaze over. Wenn die meisten Leute die Zugriffsrechte hören, rollen sie den Finger nach unten. But we wanted to make it easy for any type of user to administer. So rather than this be in an admin client, I can do it here right from the web client. Wir wollten es möglichst einfach halten und anstelle von einem Admin-Backend zum Zugriffsrechte zuweisen, kann ich das über die rechte Maustaste machen im Web-Client. Of course, I'm logged in with access rights that don't allow me to do it. Ich bin jetzt natürlich eingeloggt, noch nicht eingeloggt. Ich logge mich jetzt ein mit Admin-Rechten, halt, dass ich die Zugriffsrechte steuern kann. But here you can see, I can make it private, and I can choose only the people who should be able to see that content. Ich kann es privat machen, damit nur die Leute, die da drin sind, das Projekt überhaupt sehen. And because I also have groups, I can assign something to a group, but then prohibit an individual user of that group. Weil wir in der Benutzerverwaltung auch Gruppen haben, kann ich einen Job einer Gruppe zuweisen und dann einzelne Personen aus der Gruppe wieder ausschließen. So very flexible. We added some features
especially when you're working on very complicated InDesign documents, to be able to understand when an item on the page is also managed by TruEdit. Wir haben Funktionen gebracht für komplexere InDesign-Dokumente, wo du dem Asset, dem Objekt ansiehst, ob es von TruEdit verwaltet ist. A lot of what we also focused on, because this is in the cloud, is how do we make this faster and faster? Und was auch wichtig ist für uns, wie machen wir das immer schneller, weil es in der Cloud läuft. We've also made it possible for anyone to have a free trial of the system. Wir haben auch eine Demo-Version, eine kostenlose. And the way it's licensed is what we call concurrent users, is the number of people who need access at any one time. Und das System, wie sie die User, also das System vermieten, ist gleichzeitig angemeldete User. So we'll talk more in a little bit about some of the things we're working on for the next set of releases. And there's some really exciting things to show. I apologize to folks on the web. They won't be able to see that. It's just a benefit for those of you that are here.